Moin Leute, willkommen im Budeland. Im heutigen Video geht es um die Redmi Watch 4 Nacom, die ich vor einigen Tagen von Xiaomi zugeschickt bekommen habe, beziehungsweise die habe ich bei einem Xiaomi-Event bekommen. Und die werden wir uns heute mal auspacken und installieren und mal näher anschauen. Das letzte Xiaomi Wearable von mir ist ja schon eine Weile her. Insofern bin ich sehr gespannt, wie das mittlerweile hier so ausschaut. Das ist die Redmi Watch 4. Ihr seht es aus dem Hause Xiaomi. Ich glaube, mein letztes Xiaomi Wearable war, glaube ich, die Xiaomi 8 Pro oder so. Was haben wir denn hier so? Ultra Large AMOLED Display, Aluminium, Long Battery Life, bis zu 20 Tage sollen hier gehen. Supports 5 Systems, GNSS, also GPS soll ja auch verbaut sein. Bluetooth Calling, Advanced Health and Workout. Hier haben wir nochmal Specs. Was vielleicht ganz interessant ist, 470 mAh Akku ist hier drin, der soll bis zu 20 Tage halten. 5 ATM, also Schwimmen ist ebenfalls drinnen. Interessant. Packen wir einfach mal aus. Das ist das schöne Ding. Redmi von Xiaomi Communications Co. Limited. Das ist das Band. Dann haben wir hier noch vermutlich das Ladedock. Interessant. Schwarze Uhr, weißes Kabel. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit den Xiaomi-Ladegeräten der aktuellen Generation kompatibel ist, aber gut. Und hier haben wir noch Papierkram. Den wir mal lassen, wo er ist. Und packen wieder zusammen. Also, das ist das gute Stück hier. Meine Güte, das war jetzt, glaube ich, die anstrengendste Folie, die ich jemals hatte. Jetzt ist das Ding auch schon gestartet und dann sehen wir hier auch schon Deutsch. Lade Mi Fitness auf dein Telefon herunter, um es mit deiner Uhr zu verbinden. Haben wir schon gemacht. Gerät hinzufügen. Und hier wird schon die Redmi Watch 4 angezeigt. Dann wählen wir die doch mal aus. So, jetzt haben wir die Kopplungsanfrage. Koppeln, Haken. Verbunden, gekoppelt, fertig. Beginnen. Ja, das war jetzt aber wirklich einfach. Hier haben wir noch ein kleines Tutorial. Taste drücken, Widgets. Nach unten wischen, Benachrichtigungen. Und fertig. Alle Benachrichtigungen synchronisieren. Zugriff auf Kontaktalarm. Bitte nicht stören. Aha, also wenn man das auf dem Handy bitte nicht stören aktiviert, gut. Dann darf sie noch im Hintergrund laufen. Das ist mir jetzt auch wurscht. So, jetzt ist das Ding quasi schon gepaart. Was haben wir denn hier für Ziffernblätter? Okay, also es gibt ein paar Ziffernblätter, die dabei sind, wie ihr hier sehen könnt. Online kann man hier auch noch ein großes Sammelsurium an Ziffernblättern installieren. Die sind erstmal alle kostenfrei, soweit ich das hier sehen kann. Anwenden, installieren. Erfolgreich installiert und dann ist es bei meinen Ziffernblättern. Ja, das ist ja einfach. Gut, dann gucken wir uns nochmal die Uhr aus der Nähe an, bevor wir sie anziehen. Wir haben, wie gesagt, hier eine Krone, die auch eine Funktion hat, zum Teil. Aber durch die Widgets kann man leider nicht durchscrollen. Schade. Ist auch gleichzeitig eine Taste. Dann haben wir hier noch einen Lautsprecher, Mikrofone und hier die Quick Release Knöpfe für die Armbänder. So, ziehen wir mal an. Oh Gott. Das ist wieder dieser Verschluss, wo man quasi das Band durchzieht und dann festdrücken muss. Ich hasse diese Dinger hier einfach. Gib mir doch einfach einen normalen Verschluss. So, verbunden. So. Und an. So muss es sein. So, jetzt gucken wir uns das Ding nochmal aus der Nähe an. Also, Steuerung. Verdammt dunkel. Von oben nach unten. Von oben nach unten kommt die Benachrichtigung. MyDeals, neue Angebote. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Von unten nach oben ist die Quickleiste. Das ist jetzt eher mal ungewöhnlich. Hat man sonst mal von oben nach unten. Interessant. Links kommt die Widgets von der Seite und das scrollen wir jetzt einmal durch. Und also links und rechts ist quasi die gleiche Funktion.
das endet auch nicht. Okay. So. Wenn wir draufdrücken, haben wir die Übersicht der verschiedenen Apps. Erwartet da jetzt keine großartigen Third-Party-Apps. Go. Laufen. Das sieht jetzt eher aus wie ein Wallet. Nicht, aber gut. Das ist zum Laufen. Blutsauerstoffmessung haben wir hier. Ich glaube, Blutsauerstoff und Puls könnt ihr hier erwarten. EKG gibt es hier nicht. Ja, schön. Also ist erstmal ganz snappy, dieses HyperOS, das hier drauf ist. Nicht so träge. Und wenn da jetzt wirklich bei 20 Tagen Akkulaufzeit, ich bin sehr gespannt. Ich werde das Ding jetzt erstmal nochmal in Ruhe aufladen. Und in dem Zusammenhang gucken wir mal. Ich gehe mal davon aus, es wird magnetisch sein hier. Ja, es ist magnetisch, so semi-magnetisch. Ne? Also es hält, aber es hält nicht wirklich fest. Ja. Es hält. Ja, ich bin jetzt erstmal fertig. Das ist jetzt die Redmi Watch 4. Ich werde jetzt einfach mal die nächste Woche mal so parallel zu meiner Samsung Galaxy Watch 6 Classic nutzen. Sind natürlich unterschiedliche Gerätekategorien mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Aber ich gucke einfach mal so, wie stabil das wirklich läuft und was für Probleme sich so auftun. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst ein Abo da. Demnächst gibt es noch ein paar Videos dazu. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.